Maximum war ja der 919 in dieser Hybridzeit. Genau. Und ich habe gerade heute nochmal geguckt, also 5,7 Millionen Aufrufe hat die Rekordrunde auf der Nordschleife. Wie viel Mal hast du dir das Ding schon auf YouTube angeguckt? Eigentlich, also ich habe es am Anfang mal geschaut und ich würde jetzt sagen, so manchmal, wenn ich so schlechte Laune habe und so, würde ich sagen, keine Ahnung, vielleicht mal alle 4-5 Monate mal, wo ich mal so reingucke und einfach, aber für mich ist es gar nicht jetzt so, dass jetzt so Selbstbeweihräucherung und sagen, hast du das gut gemacht damals, sondern für mich geht es eher so darum, das war einfach ein super intensiver Tag. Es waren im Nachhinein, muss ich sagen, sehr schöne Erlebnisse. Und das einfach so für gute Laune zu kriegen, man sagt es einfach, für mich das ist einfach positiv behaftet, weil das an dem Tag so das Maximum war, was ich je was ich je gefahren bin, was ich je an Querbeschleunigung, an Beschleunigung an sich, an Bremsverzögerung, an Kurvengeschwindigkeiten erlebt habe. Und es ist einfach, das weiß ich, das werde ich nie mehr in dem Maße erleben dürfen wahrscheinlich. Und deswegen war das so eigentlich so Top of the Tops. Ne? Dragster fahren. Aber ist das nicht, wenn man aus dem Auto aussteigt, ich stelle mir so vor, dass dein Leben seitdem so langweilig geworden ist, weil sich alles wie ein Zeitlupe anfühlt, oder? Nee, gar nicht. Alles so lahm sind um einen rum, oder? Ja, das werde ich oft gefragt. Also in der Tat werde ich das oft gefragt, aber das ist, würde ich gar nicht so sehen. Es war einfach an dem Tag intensiv, auch so die ganze Vorbereitungszeit, weil das waren ja keine 5 Minuten, kein 5-Minuten-Job gewesen, dann ausladen und mal schnell da eine Runde fahren. So Erzähl mal ein bisschen, wie das war. Also die sind irgendwann auf dich zugekommen und Porsche hat gesagt, wir fahren die neue Rekordzeit auf der Nordschleife. Ja, das war am Ende von dem 919-Projekt, waren dann ein paar Ideen rumgegeistert innerhalb vom Team und da war unter anderem auch, wir gehen mit dem Auto auf die Nordschleife und habe dann, okay, gut, interessant, schön eigentlich und irgendwann wurde auch gar nicht mehr gefragt, wer macht's jetzt, sondern es war einfach, Timo und dann, wir haben da ein interessantes Projekt. Also es war dann relativ früh klar wohl, dass ich das fahre und habe dann direkt, super, mach mal. Und ich weiß noch genau, auf der Heimfahrt dann, das war so wahrscheinlich November, Dezember 2017 am Ende der Saison, so auf der Heimfahrt von Weißer habe ich mir so gedacht, okay, also aber wird schon schnell werden dann, ne? Und das ist vielleicht auch gar nicht so ungefährlich, ne? Wir haben dann, wird nie vergessen, jetzt ohne zu weit auszuholen, aber die erste Simulatorfahrt, die wir dann gemacht haben, noch mit dem normalen 919-Modell auf der Nordschleife, will ich nie vergessen und bin dann gefahren und am Ende von der Runde bin ich dann ausgestiegen oder am Ende von den 2 Runden und in den Simulatorraum, da war normal nur Platz für 4 oder 5 Personen da in Weissach und guck rum und da waren gefühlt 30 Personen drin, weil jeden das fasziniert hat. Und da habe ich dann auch verstanden, okay, diese Strecke ist einfach einzigartig. Das ist wichtig, ja. Aber dieses Projekt ist schon nochmal, es hat eine Strahlkraft. Ne? Du hattest aber vorher wie oft die 24 Stunden Le Mans gewonnen? Nürburgring. 5-mal, ja genau. 5-mal, also du kanntest die Strecke, kann man schon sagen. Strecke sehr gut gekannt, klar. War da in dem ganzen Prozess mit der 919 wurde dann schrittweise umgebaut in diese Evo-Version. Das war ja nicht von einem auf den anderen Tag. Das muss man ja auch sagen, der Rekord, das ist jetzt kein Rekord wie bei Stefan Bellow, Nee. wo er lange erzählt hat, was irgendwie eine Rennvorbereitung ist, sondern das ist ein Auto, was nur für diese eine Runde Ja, absolut, wird, ne? Ja, genau. Also das Auto wurde umgebaut dann in Schritt, bin dann in Weissach auch viel damit gefahren. Also auch die Haupttests. Also das Auto noch auf der Straße oder im Simulator noch? Ja, also genau, Simulator lief ja parallel und Simulator war ein bisschen für die Entwicklung, war aber mehr für mich da, dass ich mich an die Geschwindigkeiten gewöhne in der Tat und dass ich auch so ein bisschen Risikoabschätzung machen kann, weil es war natürlich schon klar, dass wir in der Runde schon mit Augenmaß fahren mussten, ne? Weil war uns allen, ich meine, das muss man auch schon sagen, es war uns allen auch klar, dass das darf nicht umschwenken, weil es war schon gefährlich. Ne? Es darf jetzt nicht umschwenken, aber wenn wir da ein Incident haben, dann geht es in die negative Richtung. Also es war schon eine hohe Verantwortung vom ganzen Team, aber ich glaube auch, kann man ohne selbst da auf die Schulter zu klopfen, eine hohe Verantwortung für den Fahrer. Ne? Was war die Rekordzeit auf dem Simulator? Also die Zeit habe ich nie gesagt, werde ich auch jetzt nicht sagen, aber die war nicht so weit weg, die war nicht so viel schneller. Nee. Also ich habe dann damals... Sie war schneller? War ein bisschen schneller, aber nicht so viel. Ne? Okay. Ja, es wird ja oft gesagt, irgendwie unter 5 Minuten, aber das habe ich nie geschafft. Okay. Also das habt ihr mir auch mal gehört, dass eine 4 Ja, stimmt. Ja, ich glaube, es gab mal eine erste Simulation, das war aber ohne Kuppen und ohne, das war einfach auf einer ebenen Strecke und auf einer breiten Strecke. Also das kann man vergessen. Ja. Und das Auto wurde dann schrittweise umgebaut, also dann ein anderes Fahrwerk, also alles verstärkt, andere Aerodynamik, mehr Leistung dann zum Schluss auch noch. Und da habe ich schon gemerkt, in Weissach dann auf dem Prüfgelände, das Auto ist dann schon verdammt schnell. Ne? Wie viel Leistung hatte der?
Der hat, also Gesamtleistung waren, glaube ich, 1160 oder 1170 PS waren das. Ne? Die sind Le Mans, wie ein 917 Spider. Das, ja, klar. Fahren können eigentlich. Ja, klar, ja. Ja, und halt auch aktive Aerodynamik mit Topspeed war dann letztendlich 370. Ne? Der Wagen hat tatsächlich auch jede Kurve erkannt und wusste, wo er ist, das Auto selber und Nee, was wir gemacht, also hat sich erkannt, also was wir gemacht haben, dieses DRS, also mit den Klappflügeln, das hat man dann, wir hatten ja vorher einen halben Tagestest gehabt auf der Nordschleife, wo dann 3 schnelle Runden sind wir gefahren, aber nie unter der 611, sondern haben dazwischen immer Passagen gehabt, wo wir langsam gefahren sind. Bewusst, um den Rekord Bewusst, genau, richtig, ja, um nichts irgendwie da vorzugreifen. Aber da habe ich ja manuell, also am Knopf damals, das DRS bedient und habe es dann manuell im Prinzip abgestimmt. Also wo ich im Prinzip den Flügel öffne und wo ich ihn zulasse. Ja. Das haben wir abgestimmt und habe dann für die Rekordrunde dann ich glaube, war der 29. Juni. 29. Juni, ja. Da haben sie es dann so rein programmiert, dass das, was ich manuell vorher bedient habe, war dann automatisch gegangen. Ja. Du hast während der Runde nichts am Lenkrad? Nee, genau. Ja. Ich habe es vorher manuell dann abgefahren, habe gesagt, okay, da und da können wir einen Klappflügel fahren und hier können wir die Leistung dazu boosten und dann in der Runde war das dann auch automatisiert. Dann haben sie dann kilometerabhängig oder distanzabhängig wurde es dann gesteuert. Ne? Also Auto war schon seiner Zeit voraus. Also klar, hat jetzt kein ABS gehabt, das nicht, hat aber Traktionskontrolle hat die Vorderachse und Hinterachse hat es gehabt bei der Le Mans Version. Wir haben das aber eher genutzt, um die Leistung zu optimieren, weil jetzt der Zusammenspiel zwischen E-Maschine, die halt dann auch fast 500 PS hatte und Motor, der hinter dem Fahrer saß und die Hinterachse angetrieben hat, weit über 700 war, das musste ja so synchronisiert sein, dass du keine Über- oder Untersteuern beim Beschleunigen hattest. Ja, das war halt dann das Schwierige gewesen. Wir hatten auch Runden gehabt, wo wir abgebrochen haben und gesagt, okay, jetzt das passt nicht, ich fahre jetzt langsam in die Box und haben wir das nochmal angeschaut und Ingenieure haben es dann nochmal geguckt, gerade so die Leistungsabgabe nochmal geschaut, dass das nochmal synchronisiert und dann sind wir wieder gefahren und die Runde an sich, das war ja super intensiv, war aber, muss ich sagen, für mich rein vom Fahrzeug her, das super funktioniert, war aber verdammt schnell gewesen. Wir hatten, nochmal für was chronologisch sagt, wir hatten an dem Morgen, an dem 29. Juni hatten wir dann eine Einstellrunde, Install Lab sagt man ja, einfach zu gucken, funktioniert das System. Dann eine schnellere Runde, um sich an die Geschwindigkeit zu gewöhnen, noch mit Standardreifen und dann war im Prinzip ein Schuss war gedacht mit Spezialreifen und so und das war dann die 524 und bin dann danach mit dem Chefingenieur dann, mit dem Steven Meiters dann zum Andreas Seidel, der war damals noch Teamchef bei Porsche, der ist heute bei McLaren der Formel 1 ist. Super Teamchef, wirklich tolle Zeit. Und sind wir dann hin und haben dann gesagt, wir würden gerne, also beide haben wir gesprochen, wir würden gerne nochmal einen Schuss kriegen, nochmal eine Runde, weil der Steven hätte am Setup noch ein paar Ideen, wo wir was verfeinern können und ich habe gesagt, ich hätte noch 2-3 Ecken, wo ich noch ein bisschen was nicht gesagt schneller fahren, ich habe nur gesagt, I'd like to clean it up, also einfach ein bisschen das erkletten möchte. Ne? Er wusste natürlich, dass wir schneller fahren können und wollen. Hat er gesagt, okay, ich vertraue euch, ihr kriegt nochmal einen Schuss und dann kam dann die 519 bei raus und ja, im Nachhinein muss ich sagen, war das verdammt schnell, es war verdammt intensiv und ich habe das erst daran gemerkt, als ich dann zurückkam, wir haben ja dann vor der Hohenrhein-Schikane gestartet und erst kurz bevor das Video anläuft, habe ich ja erst den Motor zugeschaltet, bin ja erst elektrisch los, dann den Motor zugeschaltet, als das Video quasi begonnen hat, die Runde gefahren und nach der Runde bin ich dann bis Flugplatz noch weitergefahren, da ist so eine kleine Einfahrtsschneise, dort standen dann wieder 2 Mechaniker, die haben mich dann dort gedreht und bin dann gegen die Fahrtrichtung wieder die 3 Kilometer zur T13 gefahren. Und als ich dort angekommen bin, war dann klar, großes Hallo, weil auch klar war, dass wir dann nicht mehr weiterfahren. Das war auch dann mein Wunsch, weil ich sage, es reicht jetzt, sonst irgendwann übertreiben wir es, genau. Ja. Und bin dann aber rein, muss ich sagen, ausgestiegen, war dann Bilder und alles und klar, Jubel. Und bin dann in diesen Truck, weil an dem Tag waren ja auch viele Partner und waren auch einige Journalisten da und Porsche hat mich versucht, ein bisschen auch von fern zu halten oder ein bisschen separat zu halten, weil das ja schon viel Trubel war und es war eine große Verantwortung. Und ich werde das nie vergessen, ich komme in den Trailer da rein, wo nur 3 Leute waren. Und ja, ich habe da versucht, mit denen zu sprechen oder ein Interview zu machen und konnte gar nicht richtig reden, weil ich habe erst gesagt, okay, gib mir mal 10 Minuten, muss erstmal hinsetzen, wo das bei mir noch so nachgelaufen ist. Also voller Adrenalin, voller voller Fokus
Und auch wahrscheinlich noch so, dass, weil ich die ganze Zeit verdrängt habe, auch diese Angst oder diesen Respekt und einfach diese, ja okay, es ist ja schon nicht ungefährlich, was wir hier machen. Das kam dann alles so hoch. Ne? Und dann so eine Viertelstunde echt gebraucht, bis ich dann wieder so halbwegs klar war und dann ging es. Also war dann schon, muss ich sagen, das war, wo ich sagte, dass an dem Tag einfach, es war eine unheimlich intensive Geschichte in allem. Man kann das jetzt gar nicht, und es war auch nie mein Anliegen, jetzt zu zeigen, jetzt ich fahre jetzt hier schneller als ein Stefan Bellof, das ist Blödsinn, weil ich selber, muss ich sagen, für mich, er hat mich nie mit Stefan Bellof verglichen. Es war für mich einer Fahrer, auf den ich aufgeschaut habe, habe viele Bücher gelesen von ihm, habe den Goa über die Jahre kennengelernt, habe damals in der Zeit ein sehr gutes Verhältnis zu seinem Vater gehabt, zu dem Georg, der mich auch, und das ist auch emotional an dem Tag bei mir, weil ich nie vergessen werde, als ich heimgefahren bin abends, klingelt das Telefon, haben viele angerufen, aber ein Anruf bleibt mir immer in Erinnerung, es war, klingelt das Telefon, gehe ich ran, war der Georg Bellof dran und sagt, Timo, bin so froh, dass alles gut gegangen ist und super und das ist erstmal das Wichtigste, dass dir gut geht und ich habe mir das angeschaut, du, super Leistung und also da kriege ich Gänsehaut, sage ich, du Georg, dass du das sagst und sage ich, aber ich will ja gleich sagen, es soll also nichts vom Stefan wegnehmen und ich will mich denn niemals anmaßen, mich mit ihm zu vergleichen. Also sagt er, nee, und sagt er, und oder willst du mit dem 962 nochmal fahren oder 936? Nee, auf gar keinen Fall. Da fahre ich auch mit Sicherheit deutlich langsamer. Sagt er, nee, alles gut. Sagt er, nee. Also war so herzlich und deswegen, also für mich war das von Anfang an klar, das war nie irgendwie auch dahingehend. Also was das Ziel der Sache, muss man auch sagen, es war zu zeigen, dass man mit so einem Auto dort fahren kann auf dieser Oldschool-Strecke, mit diesem Hightech-Auto, einfach faszinierende Bilder zu liefern, die wahre Leistungsfähigkeit von so einem Fahrzeug zu zeigen und ich glaube, was ganz toll ist, werde ich so oft noch darauf angesprochen, einfach von jungen Menschen, die das am Simulator oder auf der Playstation oder auf dem Computerspiel nachfahren wollen und das ist einfach, es hat so, glaube ich, nochmal eine andere Generation auch nochmal fasziniert, glaube ich. Das darf man nicht vergessen. Absolut. Ne? Also und ich finde, ehrlich gesagt, die Leistung von Stefan Bellof nochmal überhöht. Ja. Also weil eben das ein Auto war, was nur für eine Runde gebaut wurde. Richtig. Wie viel Heckmeck wie viel drumherum nötig war, um das zu schaffen. Ja. Gut, man hätte natürlich auch 6-10 fahren können, einmal eine Sekunde unterboten, das wäre vielleicht schneller gegangen, ne? Oder in deiner Einrollrunde mehr oder weniger, aber es ist, also dass man da noch 50 Sekunden schneller fährt und so und würdest du sagen, dass es jetzt nochmal schneller ging, also von der Technik her? Gut, die haben ja den ersten Abschnitt. Oder sondern irgendwie? Ja, gut, die Nordschleife wird ja auch alle paar Jahre immer noch verbessert. Das muss man auch sagen. Die Strecke ist viel glatter. Ne? Ja, die haben jetzt danach haben sie nochmal asphaltiert bis Breitscheid oder so. Ja, also ich denke mal so, klar, das wird irgendwann, denke ich schon, dass das jemand nochmal unterbieten wird. Muss aber eins sagen, es ist schon rein von der Zeit ist es schon eine Maßgabe, wenn es jemand machen will, sage ich, muss er schon das ernsthaft betreiben und es ist kein Geld dabei haben, ne? Also das ist ja auch nicht kein billiges Unterfangen gewesen. Nee, muss das Sportgerät haben und muss auch jemand auch haben, der das dann fahren will, ne? Wo dann sagt, okay, ja, weil es ist kein 5-Minuten-Job, auf keinen Fall. Und auch ein Werk, das das Risiko nochmal eingeht. Ne? Also das ist genau das, was du sagst. Wenn du da abgeflogen wärst und da wäre was passiert, dann hätten die... Ja gut, das muss man heute auch sagen und das ist eigentlich, da gibt man glaube ich, Porsche viel zu wenig Credit, sagt man auf Englisch. Dass man heutzutage, sagen wir, einfach den Mut hat oder gehabt hat, da zu dem Zeitpunkt als Hersteller zu sagen, wir machen sowas und zeigen, dass man mit so einem Fahrzeug dort fahren kann und machen einfach mal was thinking outside the box, einfach was jetzt nicht irgendwie jetzt vorgepflastert ist, sondern wir betreten hier Neuland. Mit diesem Fahrzeug auf dieser Strecke war 35 Jahre lang keiner mehr gefahren. Ne? Also mit solchen Speeds. Ne? Weißt du, was die Runde gekostet hat? Also mit aller Vorbereitung? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Okay. Aber ich glaube, von der Medienaufmerksamkeit war es, glaube ich, ein gutes Verhältnis. Ja, klar. Nee, aber das auch. Also, ja, war einfach eine tolle Geschichte. Ne? Und ich glaube, ich habe das auch oft genug erwähnt, es kommt auch von Herzen, ist auch nicht aufgesetzt. Also wie gesagt, der Stefan, man sieht das auch nochmal, was er damals mit dem 956 da geleistet hat, ist allererste Sahne und nicht von dieser Welt. Und ich sag's nochmal, ich möchte nicht mit 956 auf der Nordschleife da noch eine ähnliche Runde fahren wollen. Gibt es eine Kurve, oder wenn du das Video anguckst, wo du sagst, ach, fuck, wäre ich da weiter reingefahren oder hätte ich die noch besser gefahren? Ja, das ist ja das Problem. Also ich sehe da nichts, ne, um das mal Nee, aber das ist ja das Problem als Rennfahrer, weil du beschäftigst dich ja so oft damit.
das ist ja eigentlich, du guckst ja so eine Runde mit einem anderen Gesichtspunkt. Und das ist genau das Problem, deswegen habe ich es mir am Anfang gar nicht angeguckt, weil ich genau gewusst habe, okay, jetzt guckst du, ja, da mal 2 Zehntel, da nochmal. Und dann kommst du in so einen Modus rein, wo du so eine Unzufriedenheit hast, wo du sagst, ja, da war da nochmal und da nochmal was drin und das wollte ich gar nicht, weil das für mich eigentlich, wir haben es zwar behandelt wie ein Rennwochenende, aber es war für mich jetzt nicht wie ein Qualifying, was du jetzt zu den 24 Stunden von Le Mans zum Beispiel fährst. Ja, wenn ich es heute gucke, losgelöst, klar, jetzt Einfahrt Brünnchen war ich einen Gang zu hoch, weil ich versucht habe, noch mehr Speed mitzunehmen und da wäre der 4. Gang besser gewesen, klar. So Kleinigkeiten findet man schon, aber im Endeffekt, ja, kann ich schon sagen, bin ich ja schon stolz drauf oder sehr, sehr zufrieden mit. Ne? Unfassbar. Also, ich möchte nicht nochmal machen müssen, sage ich so. Okay, gab es an der Runde eine Stelle, wo nochmal der Extraschuss Adrenalin kam, weil das Auto schon sehr... Ja, es war die Lauda-Kurve war extrem schnell. Das sieht man ja, glaube ich, das sind ja über 320. Die Speed muss man sich überlegen. Dann das Wellige. Fuchsröhre finde ich so krass. Fuchsröhre ist krass, ja. Bei Fuchsröhre ich bin die vorher nie voll gefahren und fahre da runter und war eigentlich selbstverständlich, die geht voll. Und ich habe ja nicht auf den Speed geguckt während der Runde. Das heißt, erst im Nachhinein ist so immer denkt, boah. Ja. Aber das war eigentlich butterweich, Fuchsröhre, aber ich sag mal, Lauda-Kurve und dann anbremsen für dann die Bergwerkskurve. Das war halt wellig. Obwohl das so viel Abtrieb hatte, war es mit dem Auto extrem wellig, weil wir nicht viel Federweg hatten. Okay, und was noch was für mich, wo ich gesagt habe, wo es mich fast überraschend erwischt hätte, war Eingang Karussell, weil dann da habe ich angebremst und als dann der Abtrieb, klar, bei geringer Geschwindigkeit der Abtrieb weniger wurde, dann die Hinterachse überbremst und habe dann auf den Wellen eine stehende Hinterachse gehabt und bin dann bin ja nicht ins Karussell rein, weil wir zu tief dafür waren, sondern musste außen bleiben. Klar, du musstest außen bleiben. Muss außen bleiben, habe mich aber dann zum Glück noch so außen eingehakt, also das war nicht unkritisch und da kannst du in so einer langsamen Kurve mal ganz schnell blöd aussehen. Ne? Also da habe ich die Bodenwelle unterschätzt, da war kurzer Adrenalinstoß, ja. Unfassbar. Am schnellsten muss ich sagen, wenn ich das noch sagen darf, am intensivsten für mich war so Pflanzkarten 1 und dann 2 runter. Das war am intensivsten, weil das war wie absolut Zeitraffer und absolut nicht von dieser Welt. Weil das war so schnell, wo ich im Nachhinein gesagt habe, okay, das war für mich jetzt in der Auffassungsgabe Limit. Gibt vielleicht Fahrer, die sagen, okay, jetzt fängt es an Spaß zu machen. Für mich war das aber, wo ich sage, das war verdammt schnell. Weil das war verdammt schnell. Ja. Wo ich sage, wo für mich sage, okay, das ist auch das, was ich auffassen kann. Also schneller muss nicht mehr gehen. Ne.